Wir alle wollen doch Erfolg in Warzone, viele Kills, somit eine bessere KD und möglichst viele Wins. In den heutigen Tipps und Tricks erfährst du, wie auch dir das öfter und regelmäßig gelingt. Viel Spaß! Im Folgenden analysiere ich also mein eigenes Gameplay. Ich erkläre euch im Detail, warum ich in den entsprechenden Situationen entsprechend gehandelt habe. Ihr erfahrt also wertvolle Tipps, damit ihr euch schnell verbessert. Let's go! Okay, let's go! So, ich habe eine schöne Runde auf Rebirth erspielt, die ich euch mal zeigen möchte und ein paar Tipps an die Hand geben möchte, damit auch ihr vielleicht mehr Kills, mehr Siege erzielen könnt. Ich habe schon mal einen Fehler gemacht, mir nicht markiert, wo ich lande. Es liegt einfach daran, dass ich hier so häufig lande. Ich ziehe möglichst spät den Fallschirm. Warum man auf einer Kante so spät landen kann, habe ich in meinem Einsteiger-Guide erklärt. Guckt da gerne vorbei. Und klar, ich habe hier ein Cluster gefunden, versuche ihn zu ziehen, geht nicht, weil schon einer gezogen ist. Das ist der Grund. Loote mich hier weiter durch und gehe immer pre-aimend, also Stichwort passives Aim um die Ecke und kann hier den Knock setzen, finde ich ihn direkt und höre hier Steps, kann sie aber nicht so ganz orten, woher sie kommen. Und entscheide mich jetzt dazu, jetzt die Cluster zu setzen und habe hier ein bisschen Pech im Timing und werde geholt. Aber das ist so. Es ist wieder Auferstehung. Den Tipp gebe ich immer gerne. Sucht möglichst viele Konfrontationen. Ist nicht schlimm, ihr kommt ja wieder. Zieht kurz einen Fallschirm, was ich hier jetzt nicht mache. Ich lande hier, wir nennen es Tankstelle. Hier ist aber schon mal jemand gelandet. Deswegen lande ich hier jetzt auf dem Dach und bin erstmal vorsichtig. Oder suche denjenigen, der hier vielleicht gerade noch ist. Kann ihn offensichtlich nicht finden und loote jetzt erstmal weiter. Ich weiß ja ungefähr, wo die Kisten sind, aber das ist halt ein Spot. Ich lande oft gern bei Control, gehe da die Action ein, kann da entweder viele Kills holen oder gehe relativ früh down wie jetzt. Lande dann hier, weil hier auch oft dann noch ungelootet ist. Hier ist so teilweise ungelootet und kann hier so ein bisschen das Ganze etwas entspannter angehen. Und versuche mich jetzt weiter vorzuarbeiten Richtung Control. Da links ist einer runtergekommen, gerade mit dem Fallschirm. Den habe ich aber erst gar nicht richtig wahrgenommen. Ihr seht, ich versuche jetzt mal in diesem Video wirklich so ganz klar darauf einzugehen, was ich in dem Moment denke. Also ich will hier Control pushen und mich da wieder einmischen. Und nehme natürlich auf dem Weg alles mit, was ich kriegen kann. Wenn ich mich recht erinnere, gehe ich jetzt aber schon wieder down. Jetzt ist ein Sniper hinter mir und setzt mir jetzt wieder einen schönen Shot. Da konnte ich nicht viel machen. War kurz sass, deswegen gucke ich mir das an. Aber nachdem ich es mir angeguckt habe, denke ich, ja, okay, kann man machen. Hat mir einen guten Shot gesetzt. Jetzt komme ich also wieder. Und das ist in Wiederauferstehung einfach so. Was aber nicht heißt, wenn man am Anfang auf Down geht, dass nicht noch was werden kann aus der Runde. Ihr seht, ich gucke mich hier um, während ich hier runter droppe und versuche hier einen Spot zu finden, wo ich einigermaßen safe bin. Den habe ich natürlich gesehen. Hab jetzt hier leider keine Kisten, keine Waffe. Hör jetzt die Leiter, weiß, dass er auf der Leiter ist, habe ihm gute Shots gesetzt und entscheide mich jetzt dazu, ihm hinterher zu pushen, auch wenn es riskant ist. Aber wir sehen, es klappt knapp. Aufgrund der Tatsache, dass ich ihm halt da gute Shots gesetzt habe, bin ich ja mit der Pistol hinterher gepusht, sonst würde ich natürlich nicht den Fight mit der Pistol eingehen. Ganz klar. Nehme hier die bessere Shotgun, Plattenbox, leg die Plattenbox, zieh mir hoffentlich Platten, jawohl. Und weiß jetzt übers Radar, dass da unten jemand in Action war. Versuche hier die Third Party zu machen. Ihr wisst ja, Third Party ist ein Mittel, was alle nutzen. Bin hier aber ein bisschen zu spät. Ich weiß, ich glaube, er hatte gerade die Tür zugemacht. Ich weiß, dass er da mit mir rechnet. Fake also an, dass ich da durchgehen würde. Sehe die Granate und will die jetzt auch nutzen. Und versuche jetzt ein bisschen zu baiten. Ziehe die Granate und mit der Granate pushe ich raus. Setze ihm gute Shots. Ja, und kann ihn so easy holen. Werde jetzt aber schon, komme jetzt selbst in der Third Party, wie wir sehen können. Nutze hier aber so einen kleinen Kasten als Deckung und konnte ihn hier relativ gut ausspielen. Ich hatte eine starke Shotgun. Ich wusste, wenn er mich jetzt close pusht, habe ich gute Chancen und habe halt diesen Aktenschrank da als Deckung genutzt. Ne? Und ihr wisst ja, es geht immer darum, sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Und auch das war etwas, womit ich mir in dem Moment einen Vorteil verschafft habe. Und ich loote mich natürlich jetzt hier voll. Der hat 2 goldene Waffen und es kann weitergehen. Er kommt hier zurück, will wahrscheinlich wieder seine Waffen. Das war natürlich schlecht von ihm. Dass ich hier jetzt noch irgendwie sein werde, war klar. Also ein ganz klarer Fehler. Easy, sozusagen fast ein Free Kill für mich in dem Moment.
So, jetzt sage ich immer Geldmanagement. Guckt aufs Geld. Ich höre jetzt natürlich da oben Schüsse, habe gute Waffen und mache mich deswegen auch auf den Weg dahin, weil ich da auch weiß, dass mein Lodi da liegt. Und ich habe halt 6.900 $. Ich könnte mir jetzt theoretisch auch eine Drohne kaufen. Der Shop da aber, der liegt immer etwas ungünstig. Da gehe ich nicht so gerne hin, sagen wir mal, weil der jetzt da offen ist und ich habe da keine Deckung. Jetzt kriege ich da Snipe-Shots noch von da und jetzt passiert was Doofes. Ich wollte mich eigentlich nur hinlegen, aber durch Omni-Movement konnte ich mich nicht hinlegen. Wie man hier hört, rege ich mich auch schön auf. Es ist doof, dass man das nicht, das verstehe ich auch gar nicht, warum die Entwickler das nicht einfach so machen, dass man dieses Hechten und einfach nur hinlegen unterschiedlich binden kann. Das ist mir wirklich ein Rätsel. So, und dadurch, dass natürlich der Sniper da auf mich wartet, kann ich im Moment halt unmöglich zu meinem Lodi, was heißt unmöglich, zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht, weil er ja gerade wieder auf mich geschossen hat. Aber so, jetzt sehe ich, slidet dahin, hab nochmal Shots, ein bisschen Druck gemacht. Er wird von oben besniped. Das heißt, ich gehe jetzt schnell zu meinem Lodi, ziehe diesen Perks und so weiter, gehe ich jetzt nicht so stark drauf ein. Tipp ist, spielt die aktuelle Meta, googelt danach. Die ändert sich ja spätestens mit jedem Season und Season Reloaded Update. Bleibt da immer so ein bisschen auf dem Laufenden, guckt Videos, gerne auch meine und ja, spielt halt da die aktuelle Meta. Das ist ja nicht ohne Grund, die Meta ist meistens einfach das Beste, was man so spielen kann. Easy Frag da, ich sag ja immer, guckt, dass ihr nicht lange in der Luft seid mit dem Fallschirm, sonst passiert euch sowas wie dem Kollegen da gerade. So, was haben wir jetzt? Ich höre Steps über mir. So, und ich habe direkt das Messer gezogen und laufe sofort weg, weil ich wusste, ich kriege jetzt Damage und die meisten nutzen das dann, um hinterher zu pushen. Dann hätte er mich aber nicht gekriegt, weil ich ja mit dem Messer weggelaufen bin. Gehe jetzt erstmal nach oben, jetzt eine Etage runter und versuche oder wartete auf seinen Fehler. Push jetzt hinterher, etwas gefährlich, bin ich ehrlich. Konnte ihn aber ganz gut ausspielen. Weil ich dadurch, dass er da so am Fenster stand, so vorne gemerkt habe, dass er damit nicht rechnet. Und dass er damit nicht gerechnet hat, obwohl ich auf dem Dach war, zeigt mir wiederum, dass er nicht so stark ist. Das ist dann wieder das Thema Einschätzungsvermögen gewesen. Also, es ist halt so, dass man als guter oder etwas fortgeschrittener Spieler, was ich mich jetzt mal bezeichnen würde, man achtet auf so Kleinigkeiten und die führen auch dann zu entsprechenden Kurzzeitentscheidungen. Also nichts oder nicht nichts, aber das meiste passiert eben nicht durch Zufall. Hier ein bisschen nachteilig gehandelt. Ich war da halt... Aber er ist halt wiedergekommen, das wusste ich so. Das wusste ich, er ist nicht gut ausgerüstet. Aber ich bin da in dem Tunnel gefangen gewesen, hab's aber ganz gut gerettet, indem ich da einen Dropshot gemacht habe. Ne? Also immer das Movement im Fight nach Möglichkeit integrieren. Ich weiß, dass da oben jemand auf Green ist und setze da jetzt mein Prezi drauf, um ihn entweder zu killen oder wegzulocken. Hat geklappt. Oh, ich habe jetzt wieder viel Geld, aber bin halt hier in nicht so guten Position, um zum Shop zu kommen. Und ich höre Steps über mir. Schauen wir mal. Auch hier, ich setze gute Shots, kann ihm das Schild brechen, push direkt hinterher. Ganz klarer Fall. Jetzt gehe ich auf High Ground, versuche mir da womöglich einen Überblick zu verschaffen, habe aber irgendwas hier unter mir gehört, habe ihn da wahrgenommen und damit hätte er jetzt wahrscheinlich auch nicht gerechnet, dass ich da aus dem Fenster rausdroppe. Aber er war da nicht mehr und somit ziehe ich mich jetzt hier erstmal ein Stück zurück hinter die Mauer. Die Mauer spiele ich ganz gerne, weil ich hier guten Blick auf Stronghold habe. Kann hier auch gute Shots setzen auf beide, aber kann keinen von den beiden holen. Aber ich kann hier so ein bisschen nach links und nach rechts fighten. Ich mag diesen Spot einfach, weil ich hier wahrscheinlich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Und man hat hier halt auch ganz gute Deckungen, ne? In beide Richtungen. Hier durch diese Kanonen und in der anderen Seite durch diese Mauer. So. Es ist ein roter Rahmen um mein Radar. Das heißt, ich bin auf irgendeinem Radar sichtbar und kriege jetzt hier Shots, leg mich hin. Wir haben gleich die Wiederauferstehung beendet. Ich habe meine Perks, aber ich habe mein Geld noch nicht genutzt. So, und was ich jetzt gleich machen werde, ist, damit rechnet vielleicht nicht so viele, aber ich gehe jetzt an den Rand der Zone. Ich habe auf Control bisher wenig Action mitbekommen, deswegen gehe ich davon aus, dass hier vielleicht keiner ist. Wenn hier einer ist, ist es wahrscheinlich auch nur der eine. Ich höre Steps über mir, gehe hoch, kann ihn holen. Und dadurch, dass ich ihn jetzt gekillt habe, bin ich am Rand der Zone. Und ich habe hier ja, wie gesagt, zuvor nicht viel Action mitbekommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das wirklich auch der letzte Überlebende in Control war. Kann jetzt in Ruhe mir eine Drohne holen und eine Drohne ziehen. Und mir ein Wiederbelebungskit kaufen und eine Gasmaske. Habe jetzt hier aber Steps und auf dem Radar natürlich jemanden wahrgenommen.
Dachte erst, der wäre hier über mir auf dem Dach. Deswegen hatte ich mir hier sofort einen Stim gezogen, als ich hochgegangen bin. War er nicht. Jetzt könnte ich natürlich runterpushen, um ihn zu holen. Aber ich weiß ja nicht, wie er drauf ist. Ist es ein starker Gegner oder nicht? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Deswegen bleibe ich hier erstmal in meiner Vorteilsposition. Ich sehe jetzt auf dem Radar oben, dass der an dem anderen Fenster war und somit nicht an dem Fenster hinter mir. Das nutze ich, um nach vorne zu pushen, weil ich will ja in die Zone. Die Zone schließt in 26 Sekunden, das ist mir bewusst. Und ich habe den richtigen Moment abgepasst, indem ich aufs Radar geguckt habe. Leute, guckt alle 3 Sekunden im Optimum aufs Radar. Hab gesehen, der guckt aus dem anderen Fenster. Ich konnte die Situation nutzen, um mit dem Fallschirm Richtung Zone zu gehen. Zu einem meiner Lieblingsspots, habe ich eben schon erwähnt, hier an der Mauer. Und ich weiß, dass der ja jetzt noch Control ist. Das heißt, ich kann ihn gleich, wenn er viel zu spät mit der Zone rotieren muss, sich somit selbst unter Druck setzt, ja, vielleicht abfangen. So, und ich komme von dem Rand der Zone. Das heißt, ich weiß, dass der eine da ist. Hör ihn jetzt. Gucken wir mal. Sehe ihn nicht. Kann hier leider nicht drüber gucken. Da sehe ich ihn jetzt. Bleib geduldig an der Mauer, kann ihn holen. Also der Plan ist genau aufgegangen. Und bin jetzt am Rand der Zone. Und ich weiß halt, dass hinter mir keiner sein kann. Also ich versuche jetzt wirklich... Also meine Gedanken sind ganz klar Positioning. Ne? Also ab dem Punkt, als ich zu Control gegangen war. Das war ungefähr, als die Auferstehung beendet war. Ich meine, ich hatte gerade rechts Shots bei Stronghold gehört. Und da bei diesen gelben Häuschen auch. Hinter mir ist ein bisschen gefährlich jetzt. Ich könnte jetzt einen Shot von hinten kriegen. Aber der war da ja mit jemand anders beschäftigt. Irgendwer hat ein Cluster auf mich gesetzt und ich gehe jetzt hier ein Stück weit nach vorne. Versuche mir eine gute Position zu suchen. Wir haben jetzt noch 5 gegnerische Spieler. Jetzt überlege ich, was ich mache. Ich habe keine Smokes. Ich könnte ins Haus von Green gehen oder an der Mauer entlang gehen. Das mache ich in der Hoffnung, dass Stronghold rechts nicht auf mich schießt. Ich hätte jetzt hier noch die Mauerabdeckung als Schutz gehabt und bin jetzt hier so mittendrin. Ein bisschen ist nicht optimal. Ich höre Steps in diesem Haus und Steps hinter mir. Auf denen kann ich jetzt ein bisschen schießen, ein bisschen Druck machen. Und ja, ich vermute mal, dass ich da jetzt reinpushen werde. Oder sogar in Green. Ne, ich gehe hier, denke ich, aufs Dach, weil ich weiß, er ist hier drin im Obergeschoss. Gehe vom Obergeschoss dann wieder auf die mittlere Etage wahrscheinlich und kann da ihn dann abfangen. Genau, mein Gedankenprozess fällt mir jetzt wieder ein. Ich gehe gleich auf die eine Etage runter, weil ich dann ja, ein Stück weit noch mehr in der Zone bin und ihn vielleicht am Fenster erwischen kann, unerwartet. Aber erstmal warte ich ab, was mit der Zone jetzt überhaupt passiert. Genau. Und ich sehe jetzt, dass er Richtung Green landet. Ich habe jetzt erst überlegt, so in das Fenster rein zu pushen, ist aber gefährlich, weil ich ihn dann im Rücken gehabt hätte. Er kann ja unten aus dem Fenster auch rausgucken. Das ist der Grund, warum ich, glaube ich, jetzt hier unten drauf droppe, genau. Und hier jetzt einfach abkämpfe und warte. Ich warte einfach darauf, dass er was macht. So, es leben jetzt noch 2. Einer ist unten bei Stronghold. Jetzt höre ich, dass er pusht, kann ihn gute Shots setzen und weiß, dass er in die Zone pushen muss und pushe ihm deswegen hinterher. Er kommt hier aber hoch und jetzt ist es gefährlich, deswegen ziehe ich mir direkt einen Stim. Hab mit dem Repeat gerechnet, war aber eng. War eng, aber ich habe damit gerechnet. So, und jetzt, ja, bin ich in der perfekten Position. Gehe auf High Ground. Hab nur leider den Zeitpunkt verpasst. Er ist jetzt unter mir im Gebäude. Jetzt überlege ich, was ich mache. Ich könnte oben bleiben. Oder mache hier was, womit er vielleicht nicht so sehr rechnet. Wir gucken. Er kommt die Treppe hoch. War vorsichtig. Und ich konnte ihn holen und den Sieg holen. Freunde, wenn euch diese Art von Content gefällt, dann lasst jetzt gerne ein kostenloses Abo, Daumen hoch und Kommentar da und ich lade euch herzlich ein, unseren Discord zu joinen. Hier ist es wirklich mittlerweile eine große und sehr nette Community, die gerne ihre Abende miteinander verbringen. Und hier erhältst du unter anderem auch von mir ein kostenloses 1:1 Coaching und ansonsten empfehle ich dir jetzt unbedingt dieses Video.